Kann uns ein Luftballon beim Trompetespielen unterstützen bzw. beim Üben? Damit beschäftigen wir uns heute kurz und knapp. Jeder kennt es, ein Geburtstag steht an, man bläst ein paar Luftballone auf. Natürlich darf der Spaß nicht zu kurz kommen und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn wir als Trompeter einen Luftballon aufblasen, dass wir versuchen mit offenem Kehlkopf, das heißt nicht gegen unsere geschlossenen oder verschlossenen Stimmbänder zu pusten, sondern wir können anhand von dem Imitieren eines Gähnens möglichst viel Luft durch unseren Hals, durch einen weiten Kehlkopf strömen lassen. Also wichtig, wenn wir reinpusten, weiter Hals. Und rucki ist natürlich der Luftballon aufgepustet. Also man trainiert natürlich den offenen Hals dadurch. Das ist ein anderer Punkt, auf den will ich heute gar nicht raus, sondern ich will eigentlich auf die Höhe raus mit der Frequenz. Und da haben wir natürlich hier diese Öffnung vom Luftballon. Wenn ich die anspanne, kommt ein Ton. Spanne ich noch weiter, wird der Ton auch höher, ohne dass ich jetzt drauf drücke und viel Luft durch diesen Luftballon, durch diese Öffnung strömt, oder ohne dass ich da vorne ein großes Mundstück oder ein kleines Mundstück drauf drücke mit möglichst viel Kraft, sondern nur der schwingende Gummi erzeugt eine Frequenz, die ich letztendlich dann auch mit meinen Lippen erzeugen kann und aufs Instrument übertragen kann. Das heißt, ich brauche nicht die Luft, die Masse an Luft oder die schnelle Luft, die gegen meine Lippen strömt. Das spielt schon auch eine Rolle. Wichtig ist auch die Zungenposition. Aber wenn man einmal verstanden hat, dass die Frequenz durch die geschmeidigen Lippen entsteht, dann brauche ich am Schluss auch nicht diese extreme Kraft. Das kann ich auch auf die Trompete übertragen. Das heißt, ihr startet ganz normal beim C2 zum Beispiel und spielt chromatisch aufwärts. Ohne Druck, sondern nur die Frequenz. Und da müssen wir einfach dran denken, dass der Ton hier vorne entsteht. Und rucki sind wir beim C3, ohne dass ich drauf drücke, ohne dass ich mich kaputt mache. Das Training beginnt natürlich dann, je nach Höhe oder nach Fähigkeiten, zum Beispiel dann beim G2 oder beim C3 oder beim F3. Das ist ganz individuell. Nur, wir müssen uns wichtig immer wieder in Gedanken rufen, die Frequenz entsteht mit der Lippe. Das heißt, diese muss geschmeidig schwingen können. Das heißt, wenn ich drauf drücke, dann geht das nicht. Dann bricht irgendwann der Ton ab und es kostet Unmengen an Kraft. Das heißt, ich habe auch keine Ausdauer, weil die leidet darunter natürlich. Die Muskulatur wird müde. Das heißt, ich nehme erstmal diesen extremen Luftstrom, Luftmenge weg. Und ich nehme auch den Druck von der Trompete, von dem Mundstück auf die Lippen weg. Das heißt, ich spanne natürlich nur so stark an, dass die Lippe zum Mundstück hin abdichtet und versucht, die Frequenz, die entsteht, aufs Instrument zu übertragen. Ich bin zum Beispiel jetzt beim C3. Und versuche nach oben zu spielen. Immer mit dem Bewusstsein, ich drücke nicht drauf. Dann gehe ich noch einen Ton weiter. Natürlich ist es anstrengend, weil es entsteht natürlich Druck im Körper, das ist ganz klar, aber nicht auf der Lippe, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das klappt, ja gut, dann halt noch einen Halbton höher. Und dann sind wir schon beim E und so weiter und so fort. Wichtig ist immer, wenn es funktioniert und du es spielen kannst, dann erhöhe leicht die Luftmenge, weil dann haben wir nämlich auch automatisch Klang auf unserem Instrument. Dadurch trainieren wir auch wieder die Muskulatur, das heißt, wir haben insgesamt mehr Kraft, trainieren dadurch auch Ausdauer, automatisch auch die Höhe für unsere Trompete spielen. Und dann kannst du es dementsprechend trainieren, immer wieder abrufen und auch in dein Spiel integrieren, ohne dass du Angst haben musst, dass der Ton auf der Bühne wegrutscht oder gar nicht erst kommt. Nutz doch mal den Luftballon, um dir diese Tatsache bewusst zu machen, was die Lippen eigentlich an Arbeit leisten müssen und unter welcher Belastung diese beim Trompetespielen schwingen. Nimm die Belastung raus, erzeug die Frequenz, übertrag es aufs Instrument, übers, erhöhe die Luftmenge und du wirst sehen, du wirst hier nachhaltig und erfolgreich deine Höhe ausbauen können. Wichtig, schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert hat, ob du Erfahrung mit dem Luftballon beim Trompeteüben hast oder welche Übungen du machst. Rein in die Kommentare, es interessiert mich immer brennend. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.